Willkommen zu meinem ersten Video im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut drüber gerutscht, wenn man das jetzt noch sagen kann im Februar. Ich habe die Feiertage auch ein bisschen entspannter angehen lassen, habe ein bisschen rausgenommen vom Training her und ja, bin jetzt seit gut 3-4 Wochen wieder richtig gut im Training eingestiegen. Hatte leider bis jetzt noch keine Zeit, ein neues Video zu machen, weil ich auch mit der Uni ein bisschen mehr beschäftigt war. Jetzt stehen so langsam die Prüfungen wieder an. Aber jetzt wollte ich dieses Video einfach mal machen, um euch ein kleines Update zu geben über das, was passiert ist und über das, was jetzt in den nächsten Monaten noch auf mich zukommt. Vor 1,5 Wochen mittlerweile ja schon war der zweite Lauf der Winterlaufserie. Den ersten Lauf, darüber gab es ja auch ein Video. Beim zweiten Lauf standen jetzt 15 Kilometer an. Im Endeffekt auch wieder auf derselben, genau selben Runde, deswegen haben wir jetzt dazu kein Video gemacht. Die Bedingungen waren auch wieder, ich sag mal, herausfordernd zumindest. Also wir hatten diesmal sogar ein bisschen mehr Schneefall als noch beim ersten Rennen. Wir hatten wirklich fast komplett schneebedeckte Strecke über die fast kompletten 15 Kilometer. Dementsprechend war es teilweise schon sehr rutschig. Es hat mich auch in eine Kurve schön auf die Seite gelegt, hat mir das Knie ein bisschen aufgeschlagen, aber alles halb so wild. Ist nichts Schlimmes passiert. Auf jeden Fall konnte ich wieder gewinnen. Ich bin auch sehr happy mit dem Rennen, wie es so gelaufen ist. Die Zeit war insgesamt, ja, ich glaube, fast 2,5 Minuten langsamer als letztes Jahr noch. Also ich bin knapp unter 50 Minuten jetzt dieses Jahr gelaufen, aber ich denke mal, von der Form bin ich auf jeden Fall ähnlich gut drauf wie letztes Jahr und die langsame Zeit ist dann größtenteils den Bedingungen geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es war ein guter Trainingswettkampf und ja, ich laufe immer wieder gern in Nürnberg bei der Winterlaufserie. Trainingstechnisch versuche ich gerade einen kleinen Schwimmblock einzulegen. Also da versuche ich etwa so zwischen 35 und 40 Kilometer pro Woche jetzt zu schwimmen für 2 Wochen etwa. Wollte ich einfach mal austesten, ob mich das weiter voranbringt im Schwimmen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich immer noch was aufzuholen im Schwimmen. Also ich wäre schon froh, wenn ich in der nächsten Saison ein bisschen weiter vorne noch aus dem Wasser komme und dementsprechend keinen allzu großen Rückstand hätte. Dementsprechend versuche ich daran gerade zu arbeiten. Also insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich jetzt schon ein sehr gutes Wassergefühl auch bekommen habe durch diesen kleinen Schwimmblock. Und ich hoffe, dass ich darauf dann weiter aufbauen kann in den nächsten Wochen und dass das dann sich auch alles auszahlt und in guten Platzierungen beim Schwimmen dann widerspiegelt in den Wettkämpfen. Wo wir gerade über Wettkämpfe sprechen, ich wollte euch jetzt erstmal einen ersten groben Plan über meine Wettkampfsaison 2023 geben. Und zwar das erste wichtige, wirklich große Event wird für mich der Omnibiotic Apfelland-Triathlon sein. Dazu gibt es nämlich tolle Neuigkeiten auch zu verkünden. Und zwar bin ich ab diesem Jahr Teil des Omnibiotic Power Teams. Bin wirklich super froh, dass ich die Chance bekomme, für das Team zu starten. Und ihr werdet mich dementsprechend in der nächsten Saison in den Magenta-Farben sehen. Das Hauptevent vom Omnibiotic-Team ist der Apfelland-Triathlon, den der eine oder andere vielleicht schon kennt. Gerade in den letzten 1-2 Jahren hatten die ja echt ein tolles Starterfeld, weshalb ich sowieso schon überlegt hatte, da zu starten, bevor ich überhaupt wusste, dass ich in dieses Team aufgenommen werde. Dementsprechend freut es mich jetzt umso mehr, dass ich da auf jeden Fall starten werde am Stubenbergsee am 28. Mai. Also das wird das erste große Highlight der Saison werden. Und ursprünglich hatte ich geplant, am 11. Juni noch in der Schweiz, Rapperswil, den Ironman 73 zu machen. Jetzt habe ich aber vor kurzem festgestellt, dass es ein Frauenprofifeld nur gibt. Dementsprechend muss ich da jetzt ein bisschen umstellen und jetzt überlege ich, am Wochenende vor dem Apfelland-Triathlon bei der Challenge St. Pölten teilzunehmen, da das auch von der Distanz her nicht allzu weit weg ist vom Stubenbergsee und das so als letzten Vorbereitungswettkampf nehme. Klar, das sind 2 Mitteldistanzen, die nur ein Wochenende auseinander liegen, aber das habe ich so auch noch nicht gemacht. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass ich mich innerhalb der einen Woche auch sehr gut regenerieren kann. Außerdem habe ich es ganz gern, wenn ich jetzt nicht das
Highlight, das erste große Highlight, den Apfelland-Triathlon, komplett aus der kalten Hose sozusagen starte, sondern fühle mich da eigentlich ganz gut, wenn ich da schon einen Testwettkampf davor habe. So viel dazu. Nach dem Apfelland-Triathlon werde ich wahrscheinlich 1-2 Wochen wieder normales Training einlegen und dann habe ich im Anschluss noch die deutschen Meisterschaften ins Auge gefasst auf der Mitteldistanz. Beim Inland-Triathlon finden die dieses Jahr statt, auch Mitte Juni dann in etwa, Mitte bis Ende Juni. Mit den deutschen Meisterschaften habe ich ja sowieso noch eine Rechnung offen, nachdem ich ja letztes Jahr in Ingolstadt gestartet bin und da ja aufgrund von Unterkühlung nach dem Radfahren einfach aufgeben musste. Ich bin kaum mehr in die Laufschuhe gekommen und das hat alles keinen Sinn gemacht, aber es ging ja vielen an dem Tag genauso. Die dabei waren, werden es wissen. Dementsprechend ja, bin ich umso motivierter, diesmal bei den deutschen Meisterschaften richtig anzugreifen wieder. Ja, und materialtechnisch gibt es dann auch nochmal ein kleines Update, sage ich mal so. Und zwar habe ich mich jetzt nach langer Zeit dazu entschieden, mein mittlerweile knapp 8 Jahre altes Zeitfahrrad zu ersetzen. Ich habe mir also ein neues Zeitfahrrad gekauft und ja, ihr könnt ja mal raten, welches Rad es ist, für welches ich mich entschieden habe. Die Auflösung kommt dann bald. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin sehr gespannt, wie viel es dann wirklich schneller ist als das alte Fahrrad. Aber ich denke mir, nach 8 Jahren muss ich jetzt auch mal ja, mit meinen Konkurrenten gleichziehen im Profifeld, um da keinen Nachteil zumindest zu haben, materialtechnisch. Also, das war es erstmal soweit für dieses Video. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir gerne. Ansonsten alle möglichen Wünsche könnt ihr mir gerne äußern in den Kommentaren. Ansonsten, wenn ihr wunschlos glücklich seid, gebt mir einfach ein Like und ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, bis demnächst. Ich melde mich bald wieder hoffentlich. Und ja, bis dahin. Ciao.